das letzte Video von unserem Mit-YouTuber QDC748A mit diesem amerikanischen PT-109 Boot hat mich dann doch sehr inspiriert, und dann habe ich mir mal von Revell das deutsche Schnellboot S100 mit der Flak 38 geholt, im Maßstab 1:72. Ich habe das Modell schon zweimal gebaut, allerdings vor vielen, vielen Jahren, und statt der Flak 38 war da die 40 mm Beaufort Flak da hinten. Aber ich denke mal, mit der Feeling Flak ist es auch sehr cool, und ja, den Bausatz möchte ich euch heute mal vorstellen. Schauen wir mal rein. Gut, dann fangen wir mal mit der Bauanleitung an. Hier erhält man jetzt erstmal eine kleine Geschichte und technische Daten zum Vorbild. Ja, die üblichen Sicherheitshinweise, Zeichenerklärung, Farbtabelle, die bezieht sich ausschließlich auf die Revell-Farben, und ein Diagramm mit alle enthaltenen Gießäste. Hier noch ein großer Hinweis auf die verschiedenen Versionen, denn der Bausatz enthält sowohl die Flak 38 Version als auch die alte Version, die früher erhältlich war mit der 40 mm Beaufort Flak. Der Bau fängt an mit der Kommandantenbrücke. Hier kommen dann die Abschussvorrichtungen für die Torpedos. Also ich finde, der Bauplan ist recht übersichtlich und gut verständlich. Klar gibt es bessere Pläne, aber der ist hier mehr als ausreichend. Gut finde ich, dass eigentlich wenig Teile pro Bauschritt montiert werden müssen. Dann kommt man nicht so schnell durcheinander und kann sich da wirklich von Punkt zu Punkt hier durchhangeln, ohne irgendwas zu vergessen. Ich denke mal, ihr könnt euch schon denken, dass die Detaillierung vom fertigen Modell dann doch auch ziemlich imposant ist. Sicherlich kann man da auch noch mit Zurüstteile einiges aufmotzen, aber für gewöhnlich baue ich meine Modelle einfach aus der Schachtel, und das sieht ja in der Regel auch schon gut aus. Hier eben die Beaufort Flak und hier unten dann diese Flak 38. Diesem neuen Bausatz liegen endlich auch diese Seeminen bei, oder ja, Wasserbomben, ich weiß jetzt nicht genau, was das ist. Früher waren die nicht da, und dann mussten diese Vorrichtungen zum Abwerfen dieser Waffen sozusagen leer bleiben, und es sah dann schon etwas langweilig aus. Aber da hat das Revell selber Abhilfe geschaffen. So, Varianten gibt es mehr als genug. Wie ihr seht, man muss bloß darauf achten, dass eben die Bewaffnung hier jeweils stimmt. Aber von der Bemalung her sind die eigentlich fast gleich. Die Abziehbilder machen einen sehr guten Eindruck. Ich stelle das eigentlich immer fest, wenn die relativ klebrig sind. So, wenn man mit dem Finger hingeht, dann sind die nicht bröselig, wenn man sie später abnehmen möchte, sondern einfach, ja,
so wie sie sein sollen. Schön ist, dass hier für den Präsentierständer von dem Schiff dies zweisprachig beiliegt. Außerdem liegen dem Bausatz hier so Klarsichtfolie bei für die Kommandantenbrücke und hier etwas Takelgarn, aber so viel wird man beileibe nicht brauchen. Das ist einfach der Standardpack, den man immer dazu kriegt. Das wird auch für ein komplettes Segelschiff reichen oder für 2 oder 3 Segelschiffe, keine Ahnung. Hier die ganzen Bauteile. Wie ihr seht, das ist ein ziemlicher Haufen. Ja, alles recht filigran gegossen und schön detailliert. Ja, hier ist ein bisschen Flash, das ist mir auch schon an andere Gießäste aufgefallen, aber es hält sich noch in Grenzen. Es lässt sich, denke ich mal, relativ gut entfernen. In manchen Teilen ist überhaupt kein Flash zum Sehen und an manchen relativ viel. Das zeigt halt auch, dass die Formen bei Revell nämlich so gut in Schuss sind. Hier mal das ganze Deckteil. Ja, keine Sinkstellen, das ist schon mal schön. Ja, diese typische Brücke von den S100 Booten mit der Panzerung, das nennt sich, glaube ich, Kalottenbrücke. Hier kleben so Schütze drauf. Ja, die Schiffsschrauben sind aber das schwer vom Flash betroffen. Aber die wirklich filigranen Teile sind im guten Zustand. Ja, dieser Gießarsch liegt zweimal bei. Was recht interessant ist, denn man hat dann praktisch zweimal die Feelings-Flak und zweimal die Beaufort-Flak. Ja, hier wird er ein bisschen Flash, aber hier wird er gar nicht. Also ich schätze mal, das liegt an der Größe von dem Gießast, dass das Plastik da vielleicht sich nicht so einfach verteilen kann bei kleineren Gießästen. Ja, hier hat es eine Sinkstelle, lässt sich aber leicht verspachteln. Hier zum Schluss dann die beiden Rumpfhälften. Sieht sehr gut aus. Hier ist auch schon eine feine Linie zu erkennen, was später dann die Lackierung vereinfacht, weil hier unten wird es schwarz sein und da oben grau. Dann kann man das schon mal ganz einfach abkleben, wenn man sich eben an diese Linie hält. Der Bausatz kostet zwischen 15 und 20 Euro und für das Geld kriegt man jede Menge Bausatz und einfach ein wunderschönes, elegantes Schnellboot. Also wenn ich stinkreich wäre, ich würde mir keine langweilige Yacht zulegen, ich würde mir sowas zulegen. Vielleicht ein paar Walfänger versenken gehen damit, das wäre doch spaßig. Gut, was stellt man jetzt mit so einem Modell dann an später? Also wir können es einfach nur so bauen und dann auf den Ständer aufbringen und dann ins Regal stellen. Was mich natürlich ganz besonders reizen würde, wäre ein Hafendiorama, aber ich fürchte, das übersteigt meine Platzmöglichkeiten. Mal sehen, vielleicht kann ich ja vorher schon Platz ausmachen, wo ich es vielleicht hinstellen könnte. Mal sehen. Was da auch noch interessant wäre, wäre von Revell die passende Besatzung. Da sind so auch viele U-Boot-Mannschaftsfiguren dabei, aber auch einige für das S100-Boot.
Das ist vielleicht auch noch eine Überlegung, dass ich mir das vielleicht mal anschaffe, um das Schiff einfach zu beleben. Von CMK gibt es auch passende Resin-Figuren, allerdings sind die sehr teuer. Ja, mal schauen. Wäre sicherlich interessant. Gut, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat der Review gefallen und man sieht sich demnächst wieder.